Ja, hallo. Ich bin Markus und ich mache hier jetzt einen Feldversuch für meinen guten Freund Johannes mit seinem selbst umgebauten Elektroauto. Also der hat das von Verbrenner auf Elektro umgebaut und der ist jetzt 3 Wochen im Urlaub und ich kriege sein Elektroauto, selbst umgebaut wie gesagt, und ja, probiere mal, wie das alles so funktioniert. Ziel der ganzen Sache ist rauszufinden, wie das alles so ist, wenn man selbst zu Hause nicht laden kann, weil man zum Beispiel als Mieter auf der Straße stehen müsste und man das Kabel aber nicht über den Bürgersteig legen darf. Also ich werde nur bei mir an der Arbeit laden, auch nur an 3 Tagen in der Woche. Da gibt es so einen vergünstigten Tarif. Der Johannes wird das am Ende dann alles statistisch auswerten und aufbereiten. Und ja, ich selbst bin kein Autofreak. Ich bin auch kein Bastler beim Auto. Ich bin auch nur Softwareentwickler und werde mich einfach mal auf dieses Abenteuer einlassen. Ich habe mich jetzt gerade hier in das Auto reingesetzt. An geht es schon mal, das ist schon mal gut. Ich habe auch eine kleine Einführung gekriegt vom Johannes. Es gibt wohl einige Sachen zu beachten, weil es halt selbst umgebaut ist und da bin ich jetzt mal gespannt. So, das erste, was er mir erklärt hat, war, dass man hier erstmal die richtige App starten muss. Also das geht nicht automatisch. Die da, VIA heißt die. Und dass man diese Ansicht einmalig aktualisieren muss, erneut laden. So. Aber ich glaube, das hat eben schon richtig funktioniert. Ihr seht also, es ist alles sehr einfach gehalten, funktional und ja, Ladestand 86%, sieht gut aus. Gut, dann schreibe ich mir jetzt nochmal den Kilometerstand auf. Denn ich werde jede einzelne Fahrt dokumentieren mit Kilometerstand, wann ich lade, wie viel ich lade, damit der Johannes auch eine gute Auswertung machen kann. So, ich fahre jetzt mal und melde mich nach der ersten Fahrt nochmal kurz. So, die erste Fahrt habe ich hinter mir, waren ungefähr 20 Kilometer. Zwischendurch habe ich nochmal einen kleinen Zwischenstopp für Einkaufen gemacht. Und was mir dabei schon aufgefallen ist, beim ersten Mal anmachen lief das Radio nicht. Und nach dem Einkaufen, nach dem Anmachen lief das Radio. Naja. Cool. Ja, ansonsten für ein Auto, was über 330.000 Kilometer auf dem Buckel hat, ja mal abgesehen vom Elektromotor jetzt, fährt sich das Auto aber echt schön. Alles funktioniert. Tempomat top. Alles cool. Morgen lade ich dann das erste Mal, einfach mal um es auszuprobieren. Mal schauen, wie das funktioniert. Gute Nacht. Guten Morgen. Bin gerade zur Arbeit gefahren und stehe kurz vor meiner ersten Ladung. Das ist so, dass mein Arbeitgeber mit den städtischen Werken eine Kooperation geschlossen hat. Das führt dazu, dass es hier jetzt 3 Ladesäulen auf dem Mitarbeiterparkplatz gibt, A2 Ladeports, und die Mitarbeiter können hier mit einem vergünstigten Tarif laden von 30 Cent pro Kilowattstunde. Und genau das werde ich jetzt mal versuchen anzuschließen und gucke mal, ob es funktioniert. So, das ist das gute Stück. So, Ladesäule mit ihrer Ladekarte entsperren. Es läuft ja. Voll gut. Zweiter Versuch. Ah, da ist was passiert. Okay. So, Stecker anschließen und Ökostrom tanken. Das wäre dann der. Und in die Ladesäule kommt dann der. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt sehe, dass was geladen wird. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich würde es jetzt einfach erstmal so anlassen und gucken, ob der Ladestand nachher höher ist als jetzt. Also das Abenteuer geht weiter. Bis später. So, der Arbeitstag ist vorbei. Ich habe keine Ahnung, ob es geladen hat. Wir probieren das jetzt mal. Ladeversorgung mit der Ladekarte beenden und Stecker entriegeln steht da.
Das hat mal geklappt. Okay, dann gucken wir mal, ob es drinnen auch jetzt anzeigt, dass es was geladen hat. So, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. So, heute Morgen hatte ich einen Ladestand von 72,18%. 84,5, das hat funktioniert. Okay, also Funktion ist gegeben, visuelle Darstellung ist verbesserungswürdig. Guten Morgen, ich bin gerade wieder an der Arbeit angekommen. Das Elektroauto habe ich jetzt circa seit einer Woche und der Akkustand ist bei 38%. Johannes meinte, weniger als 25% sollte ich das nicht fahren. Also ist heute mal wieder Ladetag. Am Wochenende gibt es mal einen größeren Bericht von mir. Mal gucken, ob die Anzeige heute direkt funktioniert, wenn ich anfange zu laden. Das wäre schon ganz nett. Grün heißt, es lädt. Ja, also ich sehe... Oh, jetzt passiert was. Jetzt passiert was. Das sieht gut aus. Batterieleistung, wo steht denn die Ladeleistung? Batterieleistung 2,87 kW, das ist wahrscheinlich die Ladeleistung, weil wenn verbraucht wird, ist da ein Minus davor. Also das scheint jetzt mal zu funktionieren, wunderbar. So, endlich Feierabend. Heute war es echt anstrengend. Mal gucken, ob die Karre geladen ist. Es dauert immer eine ganze Weile, bis diese Webseite geladen ist. 50 Sekunden schon, das ist schon recht lang, muss man sagen. Um 80%. Das erscheint mir irgendwie ein bisschen wenig. Beim letzten Laden hat das auf 85% gemacht. Ich war jetzt mehr als 7,5 Stunden an der Arbeit, dann müsste er doch eigentlich vollgeladen sein. Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Ja, was gibt's noch ansonsten zu sagen? Ich fahre das Auto jetzt, wie gesagt, schon seit einer Woche. Und mir ist aufgefallen, dass die Heizung nicht so richtig warm macht hier drin. Ich schätze mal, mehr als 15 Grad wird es hier nicht. Und es ist ja Winter, Januar im Moment. Der Johannes meinte, dass vielleicht das Wasser nicht aufgefüllt ist von der Heizung. Er hat mir eine Anleitung dazu gegeben, wie man das auffüllt. Das werde ich am Wochenende mal versuchen. Da muss man mit Schläuchen und Schellen und Trichtern irgendwie rummachen. Ja, wie gesagt, das probiere ich am Wochenende mal aus und dann schauen wir mal, ob es dann wärmer wird. Ansonsten habe ich auch schon zwei Bugs gefunden hier, was die Motorregelung angeht. Und zwar habe ich schon zweimal festgestellt, dass die LED für den Tempomaten grün geleuchtet hat. Aber er hat keine weiteren Befehle angenommen über die Set- oder Reset-Taste. Also der Tempomat hat einfach nicht funktioniert. Wenn du vom Gas gegangen bist, ist es langsamer geworden. Man musste den Tempomaten erstmal wieder ausschalten durch Betätigung der Bremse oder deaktivieren über den Hebel und dann neu einschalten und dann ging es wieder. Also das habe ich jetzt schon zweimal gesehen. Zwar nicht so wild, aber ist mir aufgefallen. Hallo Johannes, ich bin gerade nach Hause gefahren im Dunkeln und auf 3 Kilometer Strecke auf der Landstraße hat die Tachonadel plötzlich 0 angezeigt. Das war ganz schön gruselig, wenn man nicht weiß, wie schnell man ist. Keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht ist das irgendwas mit der Temperatur. Sind so um die 4 Grad. Vielleicht guckst du da mal nach. Guten Morgen. Heute ist Freitag. Die Sonne lacht ein bisschen. Da habe ich mir gedacht, ich mache mal ein bisschen was rund ums Auto. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Heizung nicht so richtig warm wird. Johannes hat mir da eine Anleitung geschickt, wie man das Wasser für den Heizkreislauf irgendwie auffüllt. Das versuche ich jetzt gleich mal. Und ja, los geht's. Also die erste Sache, die mich persönlich jetzt sehr stören würde, das hat zwar nichts mit dem Elektroauto zu tun oder dem Umbau, aber ich wollte es einfach mal erwähnen. Also ich mache mal das Auto jetzt hier zu. Funktioniert. So, Fahrertür. Wunderbar. Hinter der Fahrertür. Ja, okay. Schließt nicht. Kofferraum. Funktioniert. Hintere Beifahrerseite. Abgeschlossen. Beifahrerseite. Oh, okay. Schließt auch nicht. Gut, also mich würde das jetzt wahnsinnig machen, aber Johannes kann damit gut leben. Trotzdem interessant.
Ja, kommen wir zu der Problematik mit der nicht richtig warm werdenden Heizung. Johannes' Vermutung ist, dass nicht genug Wasser im Heizkreislauf der Innenheizung ist. Er hat mir ein Bild geschickt und eine Anleitung, was zu tun wäre. So wie ich das verstanden habe, ist das dieser Schlauch hier, der irgendwo hingeht, wo ich aber auch keine Ahnung habe, was das alles macht. Jedenfalls hat er gesagt, diese Stelle lösen, das auseinanderziehen und mit einem Trichter Wasser nachfüllen, bis es überläuft. So, ich habe alles am Start, Trichter, Leitungswasser, Schraubenzieher und das werde ich jetzt mal versuchen. Alter. So, gut, ich habe jetzt so viel reingefüllt, dass es übergelaufen ist. Es ist ein bisschen was daneben gegangen hier. Ich hoffe, dass das nicht so wild ist. Keine Ahnung. Wird schon verdunsten. Viel war es jetzt nicht. Also, wie viel wird da raus sein? 250 Milliliter und davon ist noch ein bisschen was daneben gegangen. Ob das jetzt so einen großen Unterschied bei der Heizung macht, ich lasse mich mal überraschen. Na ja, gut, das wird sich dann bei der nächsten Fahrt rausstellen, ob das geklappt hat. Heute Morgen habe ich gesehen, dass auch die Tanknadel auf 0 stand, obwohl noch 50% Akkuladung drin ist. Der Johannes meinte, dass die eigentlich auch funktionieren müsste. Man sieht ja auch jetzt, dass sie kurz vor der Hälfte steht. Jedenfalls hat die auch mal auf 0 gestanden. Meine Vermutung ist, dass das irgendwas mit der Temperatur zu tun hat, dass diese Anzeigen da irgendwie nicht richtig funktionieren. So, dann zu dieser App über das Android-System. In der Regel funktioniert es, aber ich muss sagen, es funktioniert auch in 10 bis 20% der Fälle nicht so richtig. Also einmal, was mich jetzt als Durchschnitts- oder normaler Benutzer eines Autos stören würde, ist, dass man hier immer wieder nochmal erneut Laden anklicken muss. Und ich habe es auch schon öfter gesehen, dass diese Anzeige oder die Seite gar nicht geladen worden ist. Oder ich vermute, dass das ein Verbindungsproblem ist. Der Johannes meinte, dass sich diese App irgendwie über WLAN mit dem Wechselrichter verbindet oder sowas. Vielleicht wäre da eine Kabelverbindung einfach robuster gewesen. Ansonsten fährt sich das Auto sehr gut, das muss man mal sagen. Fahren ist gar kein Problem. Laden scheint immer zu funktionieren, auch wenn die Anzeige manchmal nicht richtig das tut, was man erwartet. Aber vom Fahrverhalten her, also kann ich überhaupt nicht meckern. Fährt sich sehr schön und auch gerade bei Pendlerverkehr mit dem Laden auf dem Mitarbeiterparkplatz ist problemlos machbar. Einziges Manko, was ich vielleicht beim Fahrverhalten sagen könnte, ist, dass der Rückwärtsgang doch ein bisschen zuppelig ist. Ich nehme mal an, das liegt an der Untersetzung. Man hat oft das Gefühl, dass wenn man aufs Gas tritt beim Rückwärtsfahren, muss ja erstmal das Drehfeld gegriffen werden. Wenn das passiert ist, gibt es so eine Minimalgeschwindigkeit, die für ein langsames Ausparken, zum Beispiel auf einem vollen Parkplatz, schon fast ein bisschen zu hoch ist. Dann geht man wieder vom Gas runter und dann verliert er das Drehfeld komplett und er ist wieder im Leerlauf und bremst dann oder hält dann wieder schnell an. Und dann wirkt das von außen bestimmt so ein bisschen, als wenn einer nicht Auto fahren kann. Das ist ein bisschen zuppelig, das könnte ein bisschen smoother sein. Aber es geht. Ja, guten Tag Leute. Ich wollte mich nochmal zurückmelden nach dem Auffüllen des Wassers für die Innenraumheizung. Ich habe heute die nächste Fahrt gemacht, ein kleiner Ausflug und ich glaube, es ist ein kleines Tickelchen wärmer geworden, aber es könnte auch ein Placebo-Effekt sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls habe ich das Gefühl, die Heizung wird einfach nicht so warm, wie man es hier auf der Anzeige einstellt. Ich habe auch heute noch mal mit der Freundin vom Johannes geredet und die meinte auch, im Winter ist ihr das Auto immer viel zu kalt. Und die Vermutung steht im Raum, dass das, was den Johannes vielleicht in diesem Auto wärmt, sein Umweltgedanke ist. Sorry Johannes, aber den musstest du dir jetzt abholen. Ja, ansonsten habe ich noch eine andere kleine Sache rausgefunden. Und zwar hatte ich ja gesagt, dass ich gesehen habe, dass der Tempomat
irgendwie zweimal was Komisches gemacht hat und ich habe gedacht, das wäre ein Bug, aber ich glaube, ich habe das jetzt rausgefunden. Ich glaube, der Johannes hat das tatsächlich so programmiert und das ist ein bisschen anders als wie in meinem Auto. Also ich habe genau denselben Tempomaten und da ist es so, wenn man eine Geschwindigkeit einstellt, zum Beispiel 40 km/h und der Tempomat fährt 40 und man beschleunigt mit dem Gaspedal, sagen wir auf 80 und drückt dann nochmal die Set-Taste, dann übernimmt der Tempomat die 80. Das ist hier nicht so. Wenn man also Tempomat eingestellt hat auf 40, beschleunigt auf 80, drückt Z, passiert gar nichts. Dann versucht er nämlich, wenn man vom Gas runtergeht, wieder auf die 40 runterzukommen. Vielleicht eine Idee für dich, Johannes, diese Funktion noch nachzufügen. So, 2 Wochen sind rum, seit ich das Auto habe. Es wird Zeit für die 3. Ladung. Der Akku steht bei 28%. So, schauen wir mal, ob heute der Ladebildschirm wieder aktiviert wird. Laden. Okay, nicht verfügbar. Alles klar, er lädt mit 2,87 Kilowatt. So, Hallöchen, da ist der Arbeitstag auch schon wieder vorbei und wir beenden den Ladeprozess. Die Wartezeit ist schon nicht ohne. Vor allem, wenn es so kalt ist wie heute, Minusgrade. Heute Morgen musste ich sogar kratzen. Er hat es auf 70,8% geladen. Noch weniger als beim letzten Mal, aber ich befürchte oder ich schätze mal, dass das einfach an der Ladeleistung liegt. Dass der innerhalb von 7 Stunden einfach nicht mehr laden kann, dieses Auto. Weil wir hatten ja auch gesehen vorhin, was 2,5 kW stand da als Ladeleistung ungefähr. Im Kopf kann ich das jetzt nicht so schnell rechnen, aber ich vermute, das ist es. Das heißt, ich werde morgen einfach wieder laden und dann müsste ich ja mal wieder bei den 85% ankommen. So machen wir es. Also wir sehen uns morgen. Bis dann. So, servus Leute. Nächster Tag. Ich habe heute nochmal geladen. Allerdings habe ich jetzt nicht gefilmt, wie ich das rein und raus stecke. Aber wie ihr seht, hat er diesmal auch bis zum eingestellten SOC von 85% aufgeladen. Das bedeutet, wenn das Auto wirklich leer ist, reichen 7 bis 8 Stunden Laden hier auf dem Mitarbeiterparkplatz nicht aus, um den Akku wieder voll zu machen. Er hat ja mit 2,5 kW ungefähr geladen. Ich weiß nicht, warum es so wenig ist. Das Auto hat ja angezeigt, dass man irgendwie mit 200 Ampere laden kann. Warum die Ladesäule das noch nicht macht, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, es funktioniert ja trotzdem. Man ist ja sowieso fast jeden Tag hier, wenn man 2 Tage hintereinander lädt. Das kann man ja machen, passt ja. So, jetzt sitzen wir hier im Auto und ich versuche hier das Ding zu aktualisieren. Aber das gesamte Teil reagiert nicht mehr. Komplett tot, keine Ahnung, wie man das ausschalten kann, also stromlos machen kann. Wenn ich das Auto ausmache und wieder einschalte, dann scheint das kein richtiger Neustart von dem System zu sein, sondern der hängt dann immer noch da drin fest. Keine Ahnung, was hier schon wieder los ist. Ich kann also nicht sehen, wie viel er geladen hat. Schade. Na gut. Zumindest zeigt die Armatur an, dass er mehr als 50% voll ist. Also irgendwas scheint er geladen zu haben. Aber das Android-System hier macht nichts mehr. So, es ist der nächste Tag. Gestern hat der Bildschirm nichts mehr gemacht. Es hat nicht mehr reagiert. Jetzt ist das System anscheinend komplett neu hochgefahren. Ich nehme mal an, wenn man die Zündung lange genug aus hat, dann wird dieses Android-System stromlos gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt wieder geht. Aha, das sieht doch mal wieder gut aus. Dann ist das gestern wahrscheinlich einfach komplett abgestürzt. Ja, und jetzt sieht man auch, dass geladen wurde, 57%. Gut. Dann lade ich heute aber auf jeden Fall nochmal. Bis denne. Ja, hallo. Das ist das letzte Mal, dass ich mich melde. Der Johannes ist aus seinem Urlaub zurück und heute oder in den nächsten Tagen werden wir das Auto zurücktauschen oder unsere Autos zurücktauschen. Und ich wollte noch mal ein kleines Feedback abschließend über den einen Monat, in dem ich das Auto jetzt fahren durfte, ja, abgeben. Fangen wir mal an mit dem Kern der ganzen Sache, nämlich dem Fahren.
Also beim Fahren kann ich eigentlich gar nicht viel Negatives sagen. Fahren und Laden hat immer einwandfrei funktioniert. Gerade für den Pendlerverkehr bei den Strecken, die ich gefahren bin, so 20 bis 30 Kilometer, wunderbar, ohne Probleme. Auch das Laden an der Arbeit hat gut funktioniert. Das Einzige, was man vielleicht kritisieren könnte, ist der etwas zuppelige Rückwärtsgang, aber ansonsten hatte ich überhaupt keine Ausfälle oder Aussetzer. Soweit alles super, Johannes. Echt beeindruckend, was du komplett und ganz alleine auf die Beine gestellt hast. So, zu den anderen Sachen, Integration ins Fahrzeug und so, da gibt es natürlich viele Kleinigkeiten, die man noch verbessern könnte oder auch müsste, wenn das ein Auto für einen normalen Menschen wäre, einen Durchschnittsfahrer. Ich konnte mit den meisten Sachen tatsächlich sehr gut leben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich als Entwickler schon einiges gewohnt bin und hier und da halt den extra Handgriff dann einfach mache. Was mich am meisten gestört hat, ist, dass die Heizung nicht richtig warm geworden ist und dass das DAB Plus Radio viele oder immer ausgesetzt hat zwischendurch. Aber das muss am Ende ja natürlich jeder selber bewerten. Was ich dem Johannes jetzt noch mitgebe, sind natürlich diese ganzen Videos, meine Aufzeichnungen. Also ich habe jede Fahrt dokumentiert. Ich habe Ladestände, Datum und Kilometerstände dokumentiert. Und natürlich auch die Rechnungen von den städtischen Werken, worüber ich den Strom bezahlt habe für die Ladevorgänge. Das alles werde ich dem Johannes noch geben und dann hoffe ich mal, dass der ein hübsches Video draus macht. Also dann. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Heute machen wir die Autoübergabe. Der Johannes ist auch gerade gekommen. Wir treffen uns hier auf dem Wanderparkplatz. Und ja, Johannes. Tag, Markus. Hallo, Johannes. Ja. Wie war's denn gelaufen? Ja, aber sehr gut, sehr gut. Also ich gut erholt im Trail. Ja. Gelaufen ist es gut. Ich musste keinen Abschleppwagen holen. Das ist auch viel wert. Konnte durchfahren und im Prinzip bin ich sehr, ja, wie gesagt, positiv bestimmt, aber es gibt auch ein paar Kleinigkeiten und kleine Macken, die man vielleicht noch mal überarbeiten müsste. Ja, kann sein. Und ja, vielen Dank für die tolle Erfahrung, sage ich mal. Also ich freue mich schon darauf, irgendwann ein eigenes Elektroauto zu haben, aber wahrscheinlich würde ich es mir nicht selber umbauen. Cool, ja, das ist auch, kann man nicht jedem empfehlen. Genau. Ja, die große Schlüsselübergabe. Vielen Dank. Bruder zurück. Elektroauto. Ist sehr gut gefahren heute, also sonst hat er nur gestanden. Naja gut, der ist ja auch gekauft. Ja. Gut, macht's gut. Ja, hallo, ich bin auch mal wieder da. Wie ihr gemerkt habt, habe ich in letzter Zeit wenig Lust gehabt, Videos zu machen. Kommt manchmal vor. Deswegen war ich natürlich sehr froh, dass Markus da jetzt mal ein bisschen was produziert hat. Und ja, vielen Dank an ihn dafür. Ja, und vielen Dank auch für die vielen Verbesserungsvorschläge. Die habe ich jetzt auch alle umgesetzt. Das Display, das funktioniert jetzt einfach so, ohne dass man da irgendwie drauf rumdrücken muss. Der Tempomat ist jetzt mehr am serienmäßigen Zustand dran. Also wenn man da nochmal drauf drückt, dann übernimmt er die neue Geschwindigkeit. Und die Heizung, naja, so richtig gut ist immer noch nicht, aber sie war tatsächlich defekt. Da war das Kabel vom Lüfter abgegangen, das den Wechselrichter kühlt, der die Heizung betreibt. Das heißt, die lief dann immer so 3 Minuten, dann hat der Wechselrichter überhitzt und dann ist er halt nicht mehr gelaufen. Gut, so, es ist schon völlig ungewohnt, in eine Kamera zu sprechen, aber ich probiere es mal. Kommen wir zur Auswertung. Markus ist das Auto jetzt 25 Tage gefahren, ist derzeit 616 Kilometer gefahren und hat 6-mal geladen. Das sieht man hier oben immer, wenn es da bergauf geht in dieser Kurve hier, dann ist halt geladen worden. Das erste Mal war nur zum Probieren, ob es überhaupt funktioniert. Dann haben wir hier so einen normalen Ladevorgang in der Mitte. Ich glaube, man sieht den Auszeiger nicht. Naja. Und dann sieht man 2 Ladevorgänge, die hören irgendwie so bei 70% auf und gehen am nächsten Tag weiter. Das hat er ja im Video gesagt, da ist einfach dieses 3 kW Ladegerät zu schwach, um an einem Arbeitstag ein Auto aufzuladen. In einem normalen Elektroauto hat man 11 kW Lader, da ist natürlich nach, 3-4 Stunden der Akku wieder vollgeladen. Genau, dabei ist zu beachten, er hat ja nicht den kompletten Akku ausgenutzt, sondern nur so den Bereich zwischen, man sieht es ja hier, zwischen 30 und 85%. Genau, das heißt, wenn man jetzt einfach sagen würde, er hat diesen Testladevorgang, hätte er nicht gemacht und es wäre ein gescheites Ladegerät drin, dann wäre er mit 3 Ladevorgängen in 25 Tagen ausgekommen. Und wenn man jetzt den Akku noch voll ausnutzt, würde ich das nicht empfehlen, aber wenn man das machen würde, dann wären sogar noch weniger Ladevorgänge drin. Ja, insgesamt
Absteckdose wirklich, wurden 146 Kilowattstunden verbraucht und da ist auch schon einberechnet, dass der Akku ja bei 86% gestartet ist und am Ende nur noch 53% hatte. Daraus ergibt sich ein Verbrauch von 23,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, was für dieses Auto recht hoch ist. Bei mir stehen da im Winter 19 Kilowattstunden. Das liegt halt daran, dass ich mich ja am Umweltgedanken wärme. Ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Diesel, da ist ja dieselbe Strecke ja dann jetzt wieder gefahren, seit er seinen Octavia zurück hat und hat mal auf den Verbrauch geachtet. Das waren im Schnitt 5,4 Liter pro 100 Kilometer, in Kilowattstunden hat 54. Und mit dem super Sondertarif hat er jetzt 7,11 € pro 100 Kilometer bezahlt und mit Diesel, wenn man jetzt mal von einem Euro 70 pro Liter ausgeht, wären es 9,18 €. Bei so einem typischen Sommerverbrauch, das wäre irgendwie sowas hier, da ist es dann halt 5,36 €, aber der Diesel geht da auch runter. Also es ist alles hypothetisch. Machen wir wieder weg. Jo. Mehr Auswertung gibt es eigentlich nicht zu machen. Achso, noch einen kleinen Bonus hier. Man sieht, also da habe ich so verschiedene Auswertungen gemacht und da kommt dann quasi heraus, 113 Kilowattstunden hat das Auto verbraucht. Das ist jetzt ohne diese Differenz da. Und 127 hat er nachgeladen. Das sind halt die sogenannten Ladeverluste. 10% wären das ungefähr. Genau. Ja. Gut, das war's zur Auswertung. Es kommt jetzt auch in nächster Zeit von mir nochmal mehr technischer Content. Ich habe jetzt langsam nochmal Lust darauf. Und ja. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.